Ich stand am Fenster, unseren Sohn im Arm, und winkte, bis ich Frank nicht mehr sehen konnte. Noch in der Klinik buchte ich meinen Rückflug. Ich wollte nach meiner Entlassung so schnell wie möglich weg, obwohl mein Arzt alles andere als begeistert davon war. Aber niemand konnte mich zurückhalten. Gleich am ersten Tag, als ich wieder zu Hause war, ließ ich von Konstantin Passfotos machen, denn ich brauchte umgehend ein Visum für meinen Sohn. Es war ein anstrengendes Unterfangen, das winzige Baby aufrecht und so in die Kamera zu halten, dass meine Hände nicht mit abgelichtet wurden. Doch schließlich war das Foto im Kasten und ich begab mich auf die verschiedenen Ämter, um die nötigen Papiere für den Säugling zu beantragen. Sämtliche Unterlagen mussten ins Englische übersetzt werden, wobei mir eine Lehrerin aus unserem Ort behilflich war. Oft war ich nass geschwitzt von den Strapazen und die Milch in meiner Brust versiegte. Noch dazu war unser Sohn ein anstrengendes Baby. Er schlief wenig und schrie ununterbrochen aus Leibeskräften. Mir war jämmerlich zumute. Ich merkte, wie erschöpft ich war und brauchte doch alle meine Kraft für die anstrengende Rückreise. Vor Angst, mit dem Weinen nicht mehr aufhören zu können, nahm ich mich zusammen und unterdrückte mit aller Kraft meine Schwäche und den Kloß in meinem Hals. Noch dazu hatte sich meine Kaiserschnittnarbe entzündet, aber das verschwieg ich, denn meine Eltern hätten mich niemals in diesem Zustand abreißen lassen. Auf der Wunde bildete sich eine dicke, mit Flüssigkeit gefüllte Blase. Kurzerhand hielt ich den heißen Strahl der Dusche darauf und so öffnete sie sich und hörte auf zu schmerzen. Am Heiligen Abend, einen Tag vor meiner Abreise, gab es im Fernsehen eine Weihnachtssendung. Als aus dem deutschen Camp in Tabuk die Schulkinder live in die Sendung eingeschaltet wurden und Weihnachtslieder sangen, konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten. Auch meinen Eltern liefen die Tränen übers Gesicht und sie sagten mir zum wiederholten Male, wie ungern sie mich und ihr Enkelkind fahren ließen. Am ersten Weihnachtstag schneite es heftig und Bäume und Büsche bogen sich unter einer unendlichen Schneelast. Ich hatte aber keine Zeit, mich an der Märchenlandschaft zu erfreuen. Mein älterer Bruder mit seiner Frau brachten mich nach Frankfurt zum Flughafen. Es herrschte der übliche Feiertagstrubel. Meine Koffer waren zum Platzen mit Windeln, Milchpulver und all den Dingen für das Baby, das es in Saudi nicht gab, gefüllt. Außerdem hatte ich noch 2 Kilo Pökelsalz gekauft und vom Metzger in Kaffeedosen Schweineschmalz füllen lassen. Den Tipp hatte mir Lina damals gegeben, denn die Araber wussten nicht, was das war. Den Buggy hatte Frank schon mitgenommen, aber das zusammenklappbare Reisebett stand nun neben den Koffern in der großen Halle des Flughafens. Während ich in der langen Schlange der Passagiere ausharrte, kümmerte sich meine Schwägerin um den Säugling, der in einem Körbchen trotz der vielen Menschen um ihn herum seltsamerweise ruhig schlief. Als ich an der Reihe war, musste ich mich für das Übergepäck an einer anderen Schalter nochmal anstellen. Meine Beine fingen an zu zittern. Aber ich nahm alle meine Kraft zusammen. Schließlich saß ich endlich nach einer tränenreichen Verabschiedung im Transit und wartete auf das Aufrufen meiner Maschine. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.